Ja, ich habe ihn getötet. Wie? Ich habe ihn erschossen. Wie haben Sie ihn erschossen? Wie viele Meter waren Sie entfernt? Hat er gesessen? Hat er gestanden? Haben Sie von vorn geschossen, von der Seite? In den Kopf, in die Brust? In den Kopf. Stirn oder Schläfe? Er hat auf einem Stuhl gesessen. Ich habe ihm in den Kopf geschossen. Etwa so. Motiv, Gelegenheit und ein Geständnis. Hajo, was willst du denn noch? Der Fall ist abgeschlossen. Sie lügt. Sie hat Täterwissen. Sie weiß ganz genau, wie Kilian erschossen wurde. Woher? Sie weiß es eben. Du meinst also, sie ist Hellseherin? Wir haben Aussagen, wir haben Beweise. Wir haben keine Beweise, wir haben Vermutungen. Und diese Vermutung bestätigt sie, genauso wie wir sie haben wollen. Ja, weil die Vermutungen richtig sind. 16 Uhr ist Pressekonferenz. Wir haben noch 45 Minuten. Wir gehen den Fall noch mal durch. Was? Was genau gehen wir durch? Ja, den ganzen Fall gehen wir noch mal durch, von Anfang an. Wir haben was übersehen. Hajo, das ist doch nicht... Irgendwas haben wir übersehen. Wir fangen noch mal von vorne an. Wir müssen uns besser erinnern an alles. Konzentration. Das menschliche Gehirn kann mehr, als wir denken. Das habe ich von denen gelernt. Also los. Das meint er wirklich ernst, oder? Mhm. Hey, ich hol doch mal Kaffee. Ja. Wer war zuerst am Tatort? Das war ich. Wo warst du, als ich dich angerufen habe? Das spielt doch jetzt keine Rolle. Sag's einfach. Ich war einkaufen. Und dann hast du mich angerufen. Ja, Hajo? Ich bin... Oh, Scheiße. Nein, nicht du. Die Windel. Was? Ja, ich bin ja unterwegs. Ich bin dann gleich zum Tatort. Die Wohnung lag in einem dreistöckigen Haus. Normale Wohngegend, Mittelschicht. Morgen. Ich bin dann oben, ne? Der Tote heißt Markus Kilian, 45. Wer hat ihn denn gefunden? Ein Nachbar. Er hat gesehen, dass die Tür offen stand. Gibt's Einbruchsspuren? Nein, Wo ist der Nachbar jetzt? draußen. Der Notarzt kümmert sich um ihn. Er steht unter Schock. Wo ist denn die Spusi eigentlich? Muss jeden Moment da sein. Morgen. Und, wie sieht's aus? Ja, dann bist du reingekommen. Ja, ich war... Wie viele Minuten nach dir war ich am Tatort? 3-4 Minuten höchstens. Du warst irgendwie gestresst. Wieso warst du gestresst? Ach, ich habe mich über die Schule geärgert. Ja, das... Frau Müller, das verstehe ich ja alles. Aber Sie müssen mich auch mal verstehen. Seit 3 Wochen erzählen Sie mir dasselbe. Seit 3 Wochen erzählen Sie mir, dass die Kinder einen Vertretungslehrer bekommen. Und bis jetzt ist nichts passiert, gar nichts. Ja, gut. Ich warte auf Ihren Anruf. Danke, wiederhören. Und jetzt fahr doch mal! Mann! Hajo, was gibt's? Ja, gut, ich fahr direkt hin. Ja, bis gleich. Tschüss. Ja, statt aufs Revier bin ich dann gleich zum Tatort gefahren. Morgen. Das Opfer saß auf einem Stuhl vor seinem Schreibtisch. Dem ersten Blick nach war der Mann etwa 10 bis 12 Stunden tot. Tatzeit also am Abend zuvor. Die Waffe, vermutlich die Tatwaffe, lag auf dem Boden neben ihm. Auf den ersten Blick sah es nach Selbsttötung aus. Aber die wenigsten Selbstmörder schießen sich in die Stirn, also hielt ich Suizid für unwahrscheinlich. Dann kamen die Kollegen der Spurensicherung rein. Welchen Eindruck hat denn die Wohnung auf dich gemacht? Die Wohnung wirkte sehr nüchtern, fast schon steril. Es fehlte alles, was persönlich ist. Also es gab keine Fotos oder keinen Krimskrams, der so rumlag.
Nur ein Bücherregal. Das wollte ich dann Jan zeigen. Ja, wir haben mal Hallo gesagt, ne? Mehr nicht. Also, einmal hat er, glaube ich, gesagt, er muss los in die Schule. Ich nehme an, dass er Lehrer ist. Ja, vielen Dank. Wahrscheinlich melden wir uns mal bei Ihnen. Das ist meine Karte. Sag mal, sagt dir Hubbard und Dianetik irgendwas? Ja, Scientology. Kilian war Scientologe. Warst du dir da schon sicher? Ich meine, ich habe das Buch auch. Ja, ich habe mir das mal gekauft. Aus Interesse. Ja, aber in deiner Wohnung fliegen noch andere Sachen rum. Windeln, Spielzeug, Klamotten, Kleinkram. Und was willst du damit sagen? Dass du ganz normal bist. Und das sieht man deiner Wohnung auch an. Bei Kilian war nichts Persönliches. Da gab es nichts, was ihn als Person hätte definieren können. Nur die Bücher. Und dann bist du gekommen. Du sahst müde aus. Ich habe schlecht geschlafen. Ich habe noch gearbeitet und es wurde sehr spät. Und dann bin ich nicht nach Hause gegangen. Trautschke. Und dann habe ich euch Bescheid gesagt und bin zum Tatort. Morgen. Der Tote heißt Markus Kilian. Kopfschuss. Direkt in die Stirn, also vermutlich aus nächster Nähe abgefeuert. Es sei denn, wir suchen einen Meisterschützen. Zeugen? Nein, bis jetzt keine. Ach so, er interessiert sich für Scientology. Was haben wir danach gemacht? Das weißt du doch. Wir gehen alles Schritt für Schritt durch. Ina ist am Tatort geblieben und wir beide sind zu dem Nachhilfeinstitut gefahren, in dem Kilian beschäftigt war. NMS, Nachhilfe mit System. Angeblich unterrichten die nach den neuesten wissenschaftlichen Methoden. Effektiv, erfolgreich und kindgerecht. Klingt gut. Ja, die Leiterin heißt Verena Lindengard. Seit wann haben Sie sich gekannt, Sie und Herr Kilian? Bestimmt seit 7, 8 Jahren. Und sie haben hier zusammengearbeitet. Ja, wir betreiben diese Einrichtung zu zweit. Herr Kilian betreut eine Gruppe von 3 Schülern, ich eine von 4. Kann man denn leben von so wenig Schülern? Wir sind menschenorientiert, nicht profitorientiert. Und Sie werden sicher unterstützt durch Ihre Organisation. Bitte? Ja, Sie sind doch Scientologin. Ja, ich bin Scientologin und ich bin Claire. Was heißt das? Das heißt, dass ich mit Hilfe von Scientology meinen Mind, meinen Geist von allen negativen Einflüssen befreit habe. Das ist schon toll. War Herr Kilian auch clear? Ja. Wissen Sie, ob er Feinde hatte? Scientology ist nicht besonders populär. Wir werden in den Medien immer wieder Teufel dargestellt. Wir versuchen diskret aufzutreten. Hier. Das sind alles Drohbriefe. Das geht von normalen Beschimpfungen bis zu Todesdrohungen. Haben Sie sich deswegen mal an die Polizei gewendet? Wir können damit umgehen. Bisher ist ja auch nie etwas passiert. Sie sagen, dass Sie diskret auftreten. Wissen denn die Eltern, dass dieses Institut den Scientologen nahesteht? Kilian hatte 3 Schüler. Alexander, Edwin, Adriana. Ja, 3 Familien. 3 Mal Eltern, die ihre Kinder wahrscheinlich nichts ahnend zu den Scientologen zur Nachhilfe geschickt haben. Ich bin zu der Familie von Alexander gefahren. Schickes Haus, teure Autos, alles neu. Klar ist man besorgt. Ich hatte in der Zeitung gelesen, dass die was mit Scientology zu tun haben. Aber ich habe Alexander gefragt, wie das so ist, und er hat gesagt, dass man kaum was davon mitkriegt. Der Lehrer war okay, also war das für uns auch okay. Also ganz ehrlich, wenn ich erfahren würde, dass mein Kind von der Sekte unterrichtet wird, da wäre ich schon aufgebracht. Genug aufgebracht, um den Lehrer umzubringen? Wer weiß. Vielleicht. Wollen Sie wissen, wo ich zur Tatzeit war?
Wenn es Ihnen nichts ausmacht, Dann müssen Sie mir auch die Tatzeit nennen. sagen wir mal den ganzen Abend. Ich habe den ganzen Abend mit meiner Frau vor dem Fernseher gesessen. So bis gegen 12. Danach sind wir schlafen gegangen. Können Sie das bezeugen? Ja, natürlich. Alexander ist stinkfaul. Wenn er so weitergemacht hätte, dann hätte er sich sein Abitur abschminken können. Aber jetzt? Durchschnittsnote von 2,3 mit steigender Tendenz. Ein gutes Abitur ist wichtig. Und ob ich mir dabei von den Scientologen oder vom Sozialistischen Arbeiterverband helfen lasse, das ist mir verhältnismäßig egal. Am Ende zählt nur das Ergebnis. Alex? Alex, komm mal. Guten Tag, Jan Maybach. Von der Polizei. Ich weiß, wir haben uns schon gesehen. Richtig, der hatte mich schon mal gesehen. Wo? Das war in dem Nachhilfeinstitut, als du mich angerufen hattest. Die Eltern haben das also erst sehr spät erfahren. Erst glauben sie, es handelt sich hier um ganz normale Nachhilfe. Und dann merken sie, dass Scientology dahinter steckt. Das ist doch bestimmt ein Schock. Ja. Ina, warte kurz, Entschuldigung. So, Ina, jetzt, was gibt's? Aha. Ja. Ist gut. Ich sag Hajo Bescheid. Ja, nee, weiß nicht, eigentlich nicht. Hier laufen jetzt keine Leute rum und wollen Hand auflegen oder mir das Hirn waschen. Glaube ich zumindest. Vielleicht merkt man es ja auch nicht. Kommt ihr bitte. Ich muss euch etwas sagen. Ja. Nee, sag Bescheid. Bis gleich. Ciao. Also Kilian wurde mit seiner eigenen Waffe erschossen. Er hat einen Waffenschein. Vor 3 Monaten beantragt. Also wurde er wahrscheinlich wirklich bedroht. Auf der Waffe waren nur seine Fingerabdrücke. Der Täter muss also Handschuhe getragen haben. Und ist geplant vorgegangen. Auf alle Fälle kam der Schuss aus nächster Nähe. Um die Einschusswunde sind Verbrennungen. Und es gibt keine Anzeichen, dass Kilian sich gewehrt hätte. Ja, aber da muss er irgendwas machen. Ich meine, wenn jemand auf einen zukommt mit einer Pistole und zielt, dann... Tja, entweder hat er nicht damit gerechnet, dass der Täter wirklich abdrückt, oder hat er es schlicht hingenommen. Meinst du, ein Scientologe nimmt den Tod gelassener? Wir reden ja nicht über Jesus oder Gandhi. Nein. Erfolg, Erfolg, Erfolg. Darauf kommt es denen an. Und nicht, dass jemand noch mal die andere Wange hinhält. Dann wären das ja am Ende ganz normale Menschen, ne? Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie jetzt gehen würden. Wir haben noch ein paar Fragen und würden gern mit Ihren Schülern sprechen. Hat es nicht Zeit? Das ist sehr schwer für uns alle. Bitte. Niemand läuft Ihnen weg. Gut. Wiedersehen. Du hast dann also mit den Eltern von Alexander gesprochen. Tja, wie gesagt, der Vater war voll auf der Linie der Scientologen. Erfolg, egal wie. Beim zweiten Gespräch erlebt... Eins nach dem anderen. Ina, du warst bei den Eltern von Adriana. Ja, Stefan und Sabine Aue. Er ist Architekt und sie arbeitet Teilzeit in einem Steuerbüro. Adriana hat es uns erzählt. Schrecklich. Er war wirklich ein sehr guter Lehrer. Seit wann hatte Ihre Tochter denn Nachhilfe bei ihm? Seit einem halben Jahr. Und haben sich Ihre schulischen Leistungen dadurch verbessert? Ja, total. Hat er Sie nicht gestört, dass er Scientologe war? Klar, sicher. Wir haben mit unserer Tochter ausführlich darüber gesprochen.